Herzlich willkommen. Ich bin Sascha Nies, Gründer und Eigentümer von Dinner & Co. Und wir haben hier jetzt die letzten 4 Jahre auf der Kokerei Hansa unser neues Domizil gebaut mit Verwaltung und Produktion. Und dazu haben wir ganz neu geschaffen den Butterraum, in dem wir uns gerade hier befinden, und das Schwarzgold, was im Untergeschoss ist. Wir haben hier oben den Butterraum und unten das Schwarzgold. Also Übertage, Untertage. Früher war es so, dass die Männer immer Butter aufs Brot bekamen und Frauen und Kinder Margarine. Und deswegen sagte man früher, die Männer gehen buttern. Und das taten sie im Butterraum. Um diese Verortung wieder stattfinden zu lassen, haben wir diese Gastiefkühlanlage umbenannt in den jetzigen Butterraum. Es ist halt so eine Art Day-Club, wo man sich trifft, wo man coole Sandwiches bekommt. Einfach Sachen, die man vielleicht so nicht erwarten würde. Und wo man auch samstags, sonntags schön verweilen kann. Und unten das Schwarzgold ist halt ein Fine Dining von Pierre Beckerling, wo wir halt versuchen werden, einen Michelin-Stern wieder zu erkochen, sodass wir da auch, anstatt nicht nur das Essen zu zelebrieren, auch einen Event-Charakter haben. Und diesen Event-Charakter und auch die Wahrnehmung der Immobilie ist unumgänglich mit Licht verbunden. Also ohne Licht funktioniert eine gute Gastronomie einfach nicht. Da ich vor vielen Jahren schon mal Berührungspunkte mit Licht hatte, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, wenn ich mal so ein Objekt baue wie dieses hier, dann will ich perfektes Licht haben. Und am Ende war es so, dass ich in Trilux einen Partner gefunden hatte, die gesagt haben, boah, da haben wir Lust drauf, das begleiten wir. Und dementsprechend hatte ich dann halt auch viele Möglichkeiten, was ein Unternehmen wie Trilux bietet, hier umzusetzen. Es einfach hier mit einpflegen zu lassen. Und wir haben verschiedene Lichtszenarien. Also wir haben Tageslicht. Und man denkt immer so, tagsüber braucht man kein Licht dabei. Es ist total wichtig. Also um einen Raum zu inszenieren, brauche ich anderes Licht als die Sonne. Und das Gleiche ist auch unten im Schwarzgold. Da wird man feststellen, dass gerade das Schwarzgold nur deswegen so schwarz wirkt, weil wir viel Licht verbaut haben. Also um einen Raum dunkel wirken zu lassen, muss man viel Licht implementieren. Und das haben wir auch unten im Schwarzgold, glaube ich, sehr gut hinbekommen. Und dadurch bekommt der Raum eine eigene Struktur und die Menschen eine ganz eigene Emotion. Also das ist auch der Effekt, den die Leute hier reinkommen, wenn wir draußen wolkige Stimmung haben und es ist eigentlich ein bisschen diesig und wir haben hier das Tageslicht an, dann denken alle, hier geht die Sonne auf. Und die Bäume, die im Hintergrund jetzt auch vor mir stehen, wirken einfach viel grüner. Es ist zwar ein natürliches Grün, weil es ja auch Natur ist, aber durch das Licht holen wir es noch mal stärker hervor und dadurch wirken die in der Wahrnehmung beim Menschen noch mal dominanter. Das Gleiche ist unten im Schwarzgold, da haben wir goldene Lederplatten gebaut, weil ich wollte unbedingt, dass die Begrifflichkeit eindeutig ist. Schwarz, Gold. Unten finden Sie nur Schwarz und auch nur Gold. Und dieses goldene Licht war halt total schwer herzustellen, weil goldenes Licht auf dem Essen schlecht aussieht. Dafür brauchte ich weißes Licht. Ich wollte aber die Wahrnehmung beim Menschen in Gold verwandeln. Und dann habe ich mir Tischplatten bauen lassen aus goldenem Leder und den Lichtkörper so strukturiert von Trilux angefertigt, dass man das Licht nicht mehr sieht. Man nimmt es zwar wahr, aber man sieht es nicht mehr. Das heißt, man wird nicht mehr geblendet. Und führt dazu, dass der Mensch denkt, aufgrund der Reflexion des goldenen Tisches, dass das Licht golden ist. Aber sobald der Teller kommt, der natürlich weiß ist, mit den Lebensmitteln, wirkt der Teller plötzlich schneeweiß. Und das alles mit einem Licht. Und das ist das Entscheidende der ganzen Geschichte. Die Zusammenarbeit mit Trilux und auch das Erklären, wie ich etwas haben möchte, die war so klar, weil es einfach auch Fachleute sind bei Trilux. Die haben sofort verstanden, was ich wollte. Die haben mir jede Hilfe angeboten, sei es, welche Leuchtkörper sie haben. Ich war in Arnsberg, also näher am Hüsten, Zentrale. Mir wurde wirklich vieles gezeigt, auch ein bisschen der Horizont noch erweitert. Und das hat dazu geführt, dass wir am Ende, glaube ich, wirklich richtig gutes Licht bekommen haben für unser Objekt. Und auch da muss man wieder sagen, da ist es halt total schön zu sehen, wie ein Unternehmen mit der Fachkompetenz Licht so ein Amateur wie mich einfach so aufnimmt und sagt, komm, wir machen das gemeinsam, dass das schön wird für dich. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende dann dazu geführt hat, dass ich heute hier sitzen darf und dieses wunderschöne Objekt ja auch einfach bespielen darf und auch die Resonanz von den Besuchern erwarten darf, dass sie sagen, wow, schon klasse hier, ne? Und Leute darüber reden und erzählen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, diese
Zusammenarbeit von ganz vielen Gewerken führt dazu, dass es perfekt ist.